An diesem Ort dachte ich, wenn ich mir Schaden zufüge, verletze ich alles Verbundene. Aber wenn ich liebe, breitet sich das Licht aus. Ich heiße Rob Gentile in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, Rob? Mir geht's super, Alex. Danke fürs Hiersein. Vielen Dank, dass du in der Sendung bist, Bruder. Ich schätze es wirklich sehr. Mir wurde von deinem Buch erzählt, Eigenarten des Lichts, eine Nahtoderfahrung, und ich bin von deiner Geschichte fasziniert. Viele mit Nahtoderfahrungen waren schon in unserer Sendung, doch jeder Fall ist einzigartig und anders. Einige Elemente sind gemeinsam. Aber wie sie die Seele beeinflussen, die diesen Übergang durchmacht, ist für jeden anders. Und ich denke, wir können Ideen sammeln und wir können aus jeder Erfahrung Lehren ziehen. Also, meine erste Frage ist, was zum Teufel ist passiert, mein Herr? Pech, das ist es, was passiert. Oder Glück, je nachdem, wie man es betrachtet. Nun, letztendlich viel Glück weißt du, wenn es passiert. Natürlich denkst du, es ist Pech. Also, ich fange damit an, wie alles begann. Ich stamme aus West Pennsylvania, nahe Pittsburgh, und wuchs in der Stahlindustrie auf. Im Stahlwerk habe ich gearbeitet und viele Verwandte sind noch dort tätig. Nun lebe ich in North Carolina, leide jedoch an Knochenspornen im Hals durch Sportverletzungen aus meiner Jugend. Und da ist dieser berühmte Arzt, der aus Korea kommt. Er ist jetzt in Pittsburgh und hat diese neue Technik entwickelt, bei der sie von vorne in deinen Hals gehen und diese Knochensporne ausbohren. Sie machen einfach einen kleinen Schnitt, schieben deine Speiseröhre zur Seite, gehen rein und bohren diese Dinger raus. Keine große Sache. Du bist eine Nacht im Krankenhaus und wirst entlassen. Ich bin hochgefahren, habe das machen lassen und das war im Januar 2016. Also 4 Tage später kam ich nach Hause und hatte gegen 23 Uhr einen massiven Herzinfarkt in meinem Bett. Oh, das ist gut. Ja, toll. Im Nachhinein wissen wir, was passiert ist. Entweder ein Blutgerinnsel oder ein Stück Placke löste sich. Nicht ganz sicher, aber es traf meinen Witwenmacher. Und zack, alles stand still. Also, ich wusste nicht, was mit meiner Frau war. Wir haben ein behindertes Kind mit Anfällen. Und es war 23 Uhr nachts. Man schläft normalerweise. Plötzlich ist das Haus voller Geschrei und ich bin es, der vor Schmerzen schreit, ohne Erinnerung daran. Meine Frau eilt den Flur hinunter zu Maria, die verwirrt, aber unversehrt ist. Sie macht Licht und findet mich zappelnd und schreiend im Bett, ohne Erinnerung. Sie ruft den Krankenwagen. Glücklicherweise ist das Krankenhaus nur 5 Kilometer entfernt. Der Nachbar kommt, um auf Maria zu achten. Kurz darauf werde ich in die Notaufnahme gerollt. Und sie erkennen sofort, dass ich einen schweren Herzinfarkt erlitten habe. Also schließen sie mich an, verabreichen mir Medikamente, Blutverdünner und Mittel, um mich zu beruhigen. Mitten in der Nacht rufen sie den Kardiologen an. Er ist nicht im Krankenhaus. Meine Frau und die Krankenschwester sind in einem Zimmer und sie sagt, hey, schau, wir haben ihn beruhigt. Er ist erstmal okay, bis der Kardiologe kommt und stabil. Kaum hat sie das gesagt. Meine Frau sagt, und das beschreibe ich im Buch, es war wie eine Szene aus dem Film Der Exorzist. Plötzlich richtete ich mich von der Hüfte auf, als hätte mich jemand am Hemd gepackt und mit großer Kraft nach vorne gezogen. Also ich bin bewusstlos. Ich schnelle nach vorne. So. Meine Augen reißen weit auf und ich schreie den Namen Frosty heraus. Ich rufe Frosty laut und ich kippe rückwärts auf die Trage. Bumm. Mein Herzstillstand. Code Blau hallt durchs Krankenhaus. Ärzteteam stürmt herbei, um sofort zu handeln. Bevor die Ärzte meine Frau aus dem Zimmer bringen, meine Frau spricht mit der Ärztin, die mittlerweile eine enge Freundin ist, einer kleinen, hübschen Inderin namens Dr. Patel. Sie fleht Dr. Patel an, bitte retten Sie meinen Mann. Wir haben ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, das ohne ihn verloren ist. Ich schaffe das nicht allein. Also führt sie meine Frau hinaus, sie fällt auf die Knie, betet laut zu Gott für meine Rettung und Dr. Patel beginnt mich zu retten. Dr. Patel und ihr Team haben wirklich alles getan, wovon ich spreche. Die Defibrillator-Schocks. Ich bekam 4 Adrenalinspritzen direkt ins Herz.
Sternumreiben, alles dabei. 20 Minuten lang kein Puls. Also, in dieser Zeit kam endlich der Kardiologe, Dr. Patel. Aus irgendeinem Grund hätte sie es schon längst aufgeben sollen. Denn nach einer Weile denken sie, man ist hirntot. Aber sie hat weiter an mir gearbeitet. Etwas hat sie dazu getrieben, nicht aufzuhören und erreichte einen schwachen Puls. Dr. Baiwa, Kardiologe, bringt eine Pumpe in meine Oberschenkelarterie, findet das Hindernis und legt 2 Stents im Herz ein. Es war zu spät, ich befand mich schon im kardiogenen Schock. Dr. Carson, mittlerweile ein Freund, kam, intubierte mich. Ich lag am Beatmungsgerät, rutschte in ein 4 Tage langes Koma. Also so hat alles angefangen. Danke, dass du gefragt hast. Danke, dass ich meine Geschichte wieder erzählen durfte. Tolle Zeit gehabt. Okay. Man sagt ja alles über was, 5 Minuten, 7 Minuten, dann ist man quasi ein Gemüse, oder? Oder so ähnlich. Alex, ich kenne den Zeitplan nicht, aber ich habe 20 Minuten. Du bist frei. Bis dahin. Wenn dein Gehirn keinen Sauerstoff bekommt, dann ist es technisch gesehen, und ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal in der Sendung gehört, wissenschaftlich betrachtet, ziemlich Brei, wenn du zurückkommst. Du bist praktisch ein Pflegefall. Du bist jetzt 4 Tage im Koma. Was passiert nun, während du im Koma liegst? Nun, genau wie du es sagst. Sie denken, ich bin wahrscheinlich hirntot und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber sie schicken in diesen 4 Tagen Neurologen rein. Und ironischerweise ist einer dieser Neurologen der weltberühmte Dr. Corbier, Dr. Jean Ronald Corbier, der zufällig der Neurologe meiner Tochter ist. Meine Tochter hat das Rett-Syndrom, äußerst selten. Er schaut rein, ob ich hirntot bin. Aber das kann niemand wirklich feststellen. Mein ältester Bruder fährt aus Pittsburgh herunter. Ich bin katholisch erzogen worden. Er ruft den örtlichen Pfarrer an. Der Pfarrer kommt herein und spendet mir die letzte Ölung. Im katholischen Glauben wird das letzte Ölung genannt. Sie wird nur einmal im Leben empfangen. Er kommt, salbt mich mit heiligen Ölen, spendet die Sterbesakramente. Dann geht jeder heim. Und am 4. Tag sagt mein Arzt zu meiner Frau, wir können nicht länger warten. Es sind 4 Tage vergangen. Wir müssen das Beatmungsgerät entfernen und sehen, ob er selbst atmet. Wir werden sehen, was geschieht. Sie entfernen nun offensichtlich die Schläuche. Ich beginne zu würgen. Hier bin ich, auf dem Weg zur Genesung. Dr. Baiwa ist die erste Person, die ich sehe. Aber ich bin immer noch irgendwie wie nicht ganz bei Bewusstsein. Er zittert so, fragt, wie ich mich fühle. Er ist übrigens Sikh, trägt also dieses lila Kopftuch. Ich schaue zu diesem Typen hoch und denke, ich kenne ihn, als würde ich einen Film schauen. Ich weiß nicht, was los ist. Alles ist noch verschwommen. Aber meine Frau kommt herein. Sie ist die Erste, die den Raum betritt. Sie sagt, ich rede wie ein Kind mit dieser hohen, überstürzten Stimme. Es war Frosty, es war Frosty. Dein Bruder Frosty, er kam zu mir. Du musst mir glauben, du musst mir glauben. Beruhig dich, sagte sie. Ich weiß, Frosty war bei dir. Was meinst du? Sie erwähnte deinen Herzstillstand kurz davor. Du kamst auf der Trage, sprangst vor, riefst Frostys Namen, kollabiertest nach hinten und dann, bam, nur eine gerade Linie. Also, um dir ein bisschen Hintergrund zu geben, Frosty ist der Spitzname von dem Bruder meiner Frau. Und leider hat sich Frosty 7 Wochen vor der Nacht, in der ich starb, durch Suizid das Leben genommen. Okay. Also Frosty lebte in dieser kleinen Landstadt. Zu der Zeit wohnte er bei seinen Eltern, was ungefähr 56 Kilometer südlich von meinem Wohnort liegt. Und es war so um die Weihnachtszeit und Frosty steckte mitten in einer Scheidung. Er lebte im oberen Schlafzimmer im Haus seiner Eltern und Frosty hatte einige Probleme. Er hatte mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt, aber er war seit ungefähr 5 Jahren clean bis zum Jahresende und er hatte sein eigenes Geschäft, ein Vermessungsunternehmen und versuchte herauszufinden, wie er das Studium bezahlen sollte. Seine Tochter hat ein Kind, ihre Rechnungen und fiel um die Ohren, also ging er raus, um Dampf abzulassen. Er nahm eine Substanz, die ihn rund 40 Minuten verrückt machte. Danach kehrte er heim und beendete tragischerweise sein Leben. Seine Mutter ruft mich nachts an und bittet mich zu kommen. Kannst du, sagt sie, ins Schlafzimmer gehen und nach einem Brief, Tagebuch oder irgendwas suchen?
das erklären könnte, warum Frosty das getan hat. Also tat ich es. Ich ging 7-mal in dieses Schlafzimmer, durchsuchte eine ziemlich grausige Szene, leider, und schließlich beim 7. Mal hinaufgehen entdeckte ich ein Tagebuch, welches ich dann der Familie übergeben habe. Aber so hat es meine Frau gesagt. Sag mir genau, was Frosty sagte. Er meinte, ich habe ein Durcheinander verursacht, aber ich will, dass du zurückkommst und hilfst, alles zu ordnen. Sag meinen Eltern, ich bin an einem guten Ort. Das fand ich sehr merkwürdig, da ich katholisch erzogen wurde. Ich bin 62, damals war das also eine Todsünde und du gingst zur Hölle. Deine Seele war verdammt. All diese Dinge. Das war also die erste große Paradigmenverschiebung, der spirituelle Wandel, der in meinem Kopf stattfand, dass ich dachte, hey, hier stimmt etwas nicht. Ich meine, die Hölle ist kein guter, weißt du? Und es war irgendwie seltsam, denn Melanie hatte mir gesagt, dass was in diesem Moment vor sich ging, war, dass sie schrie, nein, nein, geh nicht zu Frosty, bleib hier bei mir. Denn ich habe es immer wieder gelesen und auch meine Frau hat es tatsächlich erlebt. Als meine Mutter im Sterben lag, erlebte ich, wie ein Geist kam, um den Übergang ins Jenseits zu erleichtern. Das passiert sehr, sehr häufig. Meine Frau dachte also, dass Frosty erschien, um meinen Übergang in die geistige Welt zu erleichtern. Das war ziemlich interessant. Sie benahm sich so, als ob sie instinktiv wüsste, dass ich bei ihm bleiben sollte. Das war also das Erste, was passierte. Aus dem Koma erwachen. Nun, ich machte noch eine andere Erfahrung, die wirklich interessant war. Am 2. Tag beim Erwachen aus dem Koma. Ich wusste nicht, dass es Dr. Patel war. Die nette indische Frau, sie kommt ins Zimmer, zieht einen Stuhl heran, setzt sich und sagt, ich bin Dr. Patel, die in jener Nacht an Ihnen operiert hat. Sie war sichtlich bewegt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich sie beinahe verloren hätte. Und das haben wir durchgemacht. Und übrigens, meine Arme waren damals für etwa 3 oder 4 Tage gelähmt, als ich aus dem Koma erwachte. Da beugte sie sich herunter und legte ihre Hand auf meine und sie wurde plötzlich sehr emotional und begann von ihrem Vater zu erzählen. Ich fand das sehr seltsam. Und sie sagte, wissen Sie, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Mein Vater und ich standen uns sehr nahe. Er unterstützte mich im Medizinstudium und wir konnten oft die Gedanken des anderen erahnen. Wenn ich an ihn dachte, rief er an und umgekehrt. Unsere geistige Verbindung war tief. Sie sagte, sein größter Wunsch war, mein erstes Kind zu sehen. Sie erzählte, sie war schwanger mit ihrem ersten Sohn und er freute sich sehr darauf, sein Gesicht zu sehen. Doch dann, unerwartet, erlitt er ein Aneurysma und starb 6 Monate, bevor das Kind geboren wurde. Seitdem, so sagte sie, habe sie ihren Glauben verloren, obwohl sie sehr spirituell sei. Als Hindu glaubte sie nicht mehr an all das und war verbittert. Aber mich hier lebend zu sehen, gegen alle Wahrscheinlichkeit, ließ sie zweifeln, denn ich sollte eigentlich nicht hier sein. Gebt mir Hoffnung, dass vielleicht, nur vielleicht, da draußen noch etwas mehr ist. Und in diesem Moment entwirrte sich das Rätsel und ich begann, die Dinge zusammenzufügen, denn ein männlicher Geist war in den Raum getreten, während Dr. Patel an mir arbeitete. Und ich hörte immer wieder und wieder, arbeiten Sie weiter an ihm, geben Sie nicht auf, Sie können ihn retten. Arbeiten Sie weiter an ihm, Sie können ihn retten. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass es Dr. Patels Vater war, sie dazu zu ermutigen, weiter an mir zu arbeiten. Und interessanterweise, weißt du, Alex, konnte ich es ihr in dem Moment nicht sagen, weil ich dachte, das ist der 2. Tag nach dem Koma. Ich versuchte noch alles zu verstehen. Sie würde denken, ich bin verrückt. Also schwieg ich. Erst ein Jahr später, als ich sie im Krankenhaus traf, erzählte ich ihr die Geschichte. Und seitdem treffen wir uns jedes Jahr. Wir treffen uns an dem Geburtstag ihres Vaters und sprechen darüber. Also war es ihr Vater, der durch mich sprach, auch wenn sie ihn nicht hörte. Sie zum Weitermachen anregend, an ihr arbeitend. Jetzt weiß sie also, dass ihr Vater immer bei ihr ist, denn natürlich sind wir zuerst geistige Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Also, warum finden wir das so ein unheimliches Phänomen, obwohl wir es eigentlich als etwas gewöhnlich statt ungewöhnlich, das war meine erste Erfahrung, meine erste Nahtoderfahrung. Kein Lichttunnel. In deiner ersten Nahtoderfahrung gingst du nicht auf die andere Seite. Nichts dergleichen geschah.
Nichts davon ist geschehen, nein. Okay, das ist deine erste Nahtoderfahrung. Du hast den Geist des Vaters deiner Ärztin gesehen oder seine Seele und er half im Grunde, dich zurückzuholen. Er ist es, der ihr immer wieder sagte, hey, mach weiter, arbeite an ihr. Ja, es gab zwei Ereignisse, die mich, denke ich, darauf vorbereitet haben, auf das, was kommen sollte. Sie bereiteten mich auf meine tiefste Nahtoderfahrung vor, als ich fast erneut starb. Es war diese eisige Situation, in der eine Veränderung in mir stattfand. Ich saß dort. Ich wusste, mein Leben lag in Trümmern. Meine Arme waren gelähmt und ich hatte keine Ahnung, wie ich für meine Tochter mit besonderen Bedürfnissen sorgen sollte, geschweige denn, ob ich jemals wieder arbeiten könnte. Alles löste sich auf, fiel auseinander. Doch alles, woran ich denken konnte, war Frosty, der behauptete, er sei an einem besseren Ort. Das hat mich wirklich fasziniert, Dr. Patels Vater sprechen zu hören. Es reichte einfach da zu liegen. Mir war bewusst, wie verheerend alles stand und dass ich vielleicht nie gesunden würde. Mein Leben, wie ich es kannte, möglicherweise zu Ende war. Wie würde meine Frau es schaffen, sich um unsere Tochter zu kümmern? Könnte ich je wieder arbeiten? Doch diese zwei spirituellen Erlebnisse fesselten mich so, dass sie meinen Geist und meine Seele öffneten. Es war wie ein erstes Erwachen. Ja, es gibt stets ein Ereignis, das passiert. Dir in deinem Leben, als du endlich. Viele sagen, es sei das Erwachen und es könnte alles Mögliche sein. Es könnte der Tod eines Verwandten sein. Es könnte ein Autounfall sein. Es könnte die Geburt eines Kindes sein. Es könnte 1000 verschiedene Dinge sein, die dich öffnen und verstehen lassen, dass die Welt mehr als das Sichtbare ist. Und wir nicht nur sind diese Fleischpuppe, dass wir hier ganz ohne Mann herumlaufen. Denn wenn es nur ein Mann ist, verschwendet das Platz und Zeit, wenn das alles ist, was wir haben. Das habe ich schon immer so gesehen. Und ich bin ein ziemlich logischer Typ. Und was Spiritualität angeht, habe ich immer etwas gewusst, immer etwas gefühlt. Es war immer instinktiv. Es ist nie ein Beweis für etwas. Ich bin auch katholisch erzogen worden, also war ich in der 1. Klasse. Ich bin nach Hause gegangen. Ich dachte, es gibt eine Hölle. Ich war erschrocken. Stell dir vor, schon in der 1. Klasse erzählen sie von dem Rest deines Lebens. Wenn du freitags Fleisch isst, Ende. Ich so, was? Ja, das stimmt. Also Mord und Fleischessen am Freitag tödlich. Übrigens, du gehst sonntags nie zur Kirche. Buchstäblich. Du bist in Schwierigkeiten. Ich hatte mal einen Priester oder Rabbiner in der Sendung. Ich vergaß wer. Sie haben wirklich nachgeschaut und sind zurückgegangen. Die Webseite durchsucht, um zu klären, ob Nicht-Kirchgang eine Todsünde ist. Ja, es bleibt eine Todsünde. Man könnte meinen, sie aktualisieren manches, aber das tun sie nicht. Es ist Mord und nicht Kirchgang. Ein ebenes Spielfeld, das habe ich schon immer. Selbst als Kind dachte ich, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es hat nicht geklickt. Ich dachte mir, wie ist das möglich? Wie kann ein liebender Vater so tun? Ihre Kinder so behandeln? Unverständlich. Als Vater würde ich meine Kinder niemals so behandeln. Ich täte alles Mögliche, um sie zu schützen und ihr Leben zu bereichern. Und selbst bei Fehlern würde ich nicht so reagieren, als ob es ein Weltuntergang wäre, nur weil sie ihr Bett nicht gemacht haben. Oh, das ist dein Ende. Das tut man nicht. Nun, vielleicht wurde deshalb die Beichte erfunden, oder? Das ist das andere? Also gehst du hinein und räumst alles auf. Räum es auf. Es ist wie das Formatieren einer Festplatte. Immer wenn du reingehst und denkst dir so, schon wieder Mord. Geh rein, sprich ein paar Ave Marias, ein paar Vater Unser. Du bist gut. Es ergab für mich überhaupt keinen Sinn. Also gut, du hattest deine erste Nahtoderfahrung. Die zweite Person traf dann auch nicht viel später ein, nicht wahr? Also gut, ich wache also auf. Sie sagen mir, hey, schau mal, dein Herz ist kaputt, die Party ist vorbei. Und die einzige Möglichkeit zu überleben ist eine Herztransplantation. Aber das Problem ist, es gibt nicht allzu viele Herzen, also viel Glück dabei. Wir schicken dich an ein paar Orte. Aber hey, bevor du gehst, hier ist, was wir machen müssen, denn du kannst jetzt nicht mal aufstehen und laufen. Also mir wurde eine Defibrillator-Weste angelegt, die wie eine Polizeischutzweste aussieht.
Ihr Zweck ist es, bei jedem Herzschlagaussetzer oder wenn mein Herz, das kaum noch Kraft hat, schwächelt, einen elektrischen Schock zu verabreichen. Dieses Ding schockt dich ins Leben. Echt, löst das kein PTSD aus? Was dann? Ich habe also einen Akkupack auf meiner rechten Schulter. Indem Sie mich aufgeschnitten haben, haben Sie einen Zugang in meine Brust geschaffen, um das Medikament zu verabreichen. Auf meiner linken Schulter befindet sich ein Akkupack, welches dafür sorgt, dass das Medikament namens Milrinon kontinuierlich in einem Intervall von jeder Minute an mein Herz abgegeben wird. Mein Arzt beschreibt Milrinon gerne als eine Art Kraftstoffzusatz, der die Leistungsfähigkeit des Herzens unterstützt. Es bringt das Herz zum Pumpen, aber es setzt die Uhr in Gang. Man beginnt die Zeit zu verlieren, weil es das Herz sehr schnell abnutzt. Also sah ich aus wie diese Cyborg-Kreatur aus Robocop. Ja, genau. Ich habe den Dreh raus. Dieses hier blinkt, dieses pumpt und macht dieses Geräusch. Medizin der Größe. Also, ich beginne diese Suche. Im Buch nenne ich es, ein neues Herz zu suchen, ein Herz zu finden. Also gehe ich hier zur Duke-Universität. Ich wechsle zur Klinik in Charlotte und kontaktiere einen Experten für Stammzellenforschung in Florida. Ich durchforste nun Transplantationszentren landesweit. Alle sagen mir das Gleiche. Hey, viel Glück, Mann, stell dich hinten an. Wir haben viele, die auf ein Herz warten. Die Zeit rennt mir davon, also gehe nicht in eine Klinik. Die Ärzte sagen, sehen Sie, das werden wir machen. Hier ist der Ivan. Sie bohren ein Loch in mein Herz, wirklich ein Loch. Eine kleine Pumpe wird eingesetzt, die nur dazu dient, das Blut zu zirkulieren. Um das Herz zu bewegen, Blut durch den Körper zu pumpen. Du riskierst Schlaganfälle, Infektionen und weitere Probleme. Doch es hält dich am Leben, zumindest temporär, in Hoffnung auf ein Spenderherz. Kann ich da eine Sekunde unterbrechen? Denn ich muss Ihnen diese Frage stellen, weil ich das in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Also möchte ich Ihre Meinung dazu hören. Wenn Sie es verstehen, dass die Zeit davonläuft, auf Ihr Leben. Wörtlich genommen, wenn Sie sagen, die Tropfen dort sind, als würden Sie Ihr Herz verbrennen, indem Sie das tun. Es ist, als würden Sie NOS in Ihren Motor geben und Sie werden schneller fahren. Aber dieser Motor wird viel schneller kaputt gehen und nicht die gleiche Laufleistung haben, als wenn Sie einfach normales Bleifrei in den Motor füllen würden. Also psychologisch, was macht das mit Ihnen? Als bloßer Mensch? Ich weiß, Sie suchen ein Herz und das ist praktisch Ihr einziger Lebenszweck, am Leben zu bleiben. Aber wie fühlt sich das an, sodass die Zuhörer es nachvollziehen können? Es ist Folter. Täglich wird man gequält. Man wird einfach nur gequält. Die Zeit läuft ab, man beginnt nachzudenken. Hier beginnt man wirklich nachzudenken, besonders über eine wichtige Frage. Alex, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was habe ich mit meiner Zeit hier gemacht? Habe ich vielen Menschen geholfen? War ich gut? Habe ich das Richtige getan für meine Frau und Tochter, für meine Familie, für die Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin? Habe ich eine Form von Spiritualität entwickelt? Bin ich zu einem besseren Menschen geworden? Wir alle verstricken uns darin und ich bin noch gefangen. Wir sind es alle. Es geht ums Geld verdienen, Rechnungen bezahlen und unseren Lebenszweck herausfinden. Diesen Zweck wollen wir erfüllen. Die meisten Menschen möchten das Beste aus sich herausholen. Das war so, diese Uhr, wie du sagst, tickt, dröhnt in meinem Kopf und ich höre sie jede 60 Sekunden. Verbrannt, denke ich, spritzt auf mein Herz. Dir läuft die Zeit davon. Wann wird sie hochgehen? Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Was hast du getan? Es ist wie chinesische Tropfenfolter. Es ist wie chinesische Wassertropfenfolter. Ja, ich wurde noch nie gewässert. Es wäre, als würde man jeden Tag gewässert werden. Jede einzelne Minute. Es ist wirklich eine Qual, darüber nachzudenken. Musst du wirklich zeichnen? Schöpfe jede Sekunde des Tages Kraft aus deinem Innersten, um irgendwie durchzukommen. Aber ich könnte dir sagen, es ist dieser Abwärtssog, denn du kannst nicht schlafen. Du hast keinen Appetit, also du kannst nicht schlafen. Weißt du, wie das ist? Ich meine, du leidest unter Schlafmangel, wirst immer paranoider, dir läuft die Zeit davon. Dein ganzer Fokus liegt darauf, wie finde ich ein Herz, wie überlebe ich. Und daran denkst du die ganze Zeit. Und alles andere bleibt auf der Strecke, oder? Ja. Okay, gut. Danke. Ich wollte nur, dass die Zuhörer verstehen, wie sich das anfühlt, denn
Hoffentlich machen die meisten von uns so etwas nicht durch. Aber es fasziniert mich auf psychologischer Ebene, was mit der Person passiert, die das durchmacht. Und ich stelle mir vor, dass es so sein muss. Aber bei dir kam noch hinzu, es ist nicht so, dass dir jemand das gesagt hat. Und du hast, sagen wir, 6 Monate zu leben. Das ist eine Sache, aber bei dir, nein. Du hörst einen 62-Sekunden-Countdown. Jede Minute, jeden Tag. Es ist buchstäblich ein tickender Uhrzeiger. Direkt auf deinem Rücken. Genau dort. Das ist so eine intensive Erfahrung. Und wie lange warst du? Habe ich nicht. Ich bin nicht in Chicago gelandet. Und offensichtlich war es ziemlich interessant. Ich kam an der University of Chicago Medicine unter, genau am 20. April, dem Todestag meines Vaters, als ich 5 war. Es wirkte wie eine Botschaft. Hey, ich bin bei dir. Es wird alles gut. Halte durch. Es gab viele solcher Momente. Im Buch erzähle ich davon und prägte den Satz: Zufälle sind Gottes Weg, inkognito zu bleiben. Wenn wir darüber nachdenken und uns wirklich für diese spirituellen Möglichkeiten öffnen und auf diese sogenannten Zufälle zurückblicken, sind sie eigentlich keine. Wir erhalten ständig diese spirituellen Eingebungen. Es ist nur so, dass wir von den Wechselfällen des Lebens, dem Geldverdienen und all diesen verrückten Dingen so abgelenkt sind. Wir erkennen es nicht. Machen Sie Platz für diese Dinge, damit sie eintreten können. Sie sind stets präsent und erinnern uns an unsere Identität, daran, dass wir spirituelle Wesen sind. Wenn wir uns öffnen und diesen Ort finden, verstehen wir die Bedeutung. Deshalb ist Meditation so wichtig. Ich hatte das Glück, früh das Meditieren zu erlernen, da ich in der Schule Kampfkunst praktizierte und Knochensporne entwickelte. Ich habe gelernt, mich zu beruhigen und zu meditieren, was ich nun täglich vor meinem Tagesbeginn mache, um mit dem spirituellen Raum unserer gemeinsamen Quelle in Kontakt zu treten. Setzen Sie Ihre Geschichte fort, mein Herr. Also was passierte war dies? Ich fand kein Herz. Man schlug mir dieses LVAD vor. Ich sagte meinen Ärzten, ich gehe lieber an den Strand und sterbe natürlich, als dass ihr mir ein Loch ins Herz bohrt, um die Pumpe einzusetzen. Meine Recherche ergab, dass weniger als 30% der Menschen, die das LVAD erhalten, kommen nicht zur Herztransplantation. Also wollte ich diesen Weg nicht gehen. Also rufe ich meinen Chef an. Das ist so eine Art verrückte Hollywood-Geschichte. Ich arbeite für ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Chicago. Ich bin Vertriebsingenieur für ein Stahlunternehmen. Und ich rief den Chef an, sagte, schau, ich muss kündigen. Ich finde einfach keine. Weißt du, ich danke dir für alles. Und er hatte das bereits erledigt. Bevor du weitermachst, möchte ich mit dem Firmeninhaber reden. Ich sagte, okay, na gut, ich sehe den Sinn nicht, aber mir war nicht bewusst, dass der Inhaber der Firma ist ein Philanthrop und er sitzt im Vorstand des Universitätsklinikums von Chicago. Er ruft mich also 2 Tage später an und sagt, hey, Rob, ich habe von deiner Lage gehört. Und das sagte er, tu noch nichts. Ich mache ein paar Anrufe und melde mich dann bei dir. Ruft mich an und sagt, hey, du wirst einen Anruf von diesem Arzt an der Universität Chicago bekommen. Hör dir an, was er zu sagen hat und dann sag mir, was du tun möchtest. Ich sagte, okay, dieser Typ ruft mich an und er ist Dr. Uriel und über ihn gibt es auch eine Geschichte. Also rief mich Dr. Uriel an, der Leiter des Herzinsuffizienztransplantationsteams in Chicago. Hey, sagte er, komm her und ich verspreche, dass wir dich in 3 bis 4 Monaten transplantieren. Vorausgesetzt, du hast keine großen Probleme wie Krebs. Ich sagte, abgemacht. 2 Tage später waren meine Frau und ich im Flugzeug zur Universität Chicago Medicine. Ich komme also rein und Dr. Uriel sieht mich und sagt, ich habe keine Ahnung, wie Sie noch herumlaufen können, aber ab jetzt übernehmen wir. Das Interessante daran ist, dass dort auch ein indischer Arzt ist, ein weltberühmter indischer Arzt, Dr. Yuvananda, der bereits über 1600 Menschen transplantiert hat, einschließlich seiner eigenen Frau. Er tritt an mich heran und warnt, das ist die Situation. Du wirst es nicht schaffen. Ich arbeite seit etwa 15 Jahren an einer experimentellen Herzpumpe. Er erklärt, es ist eine neue Art der Pulsation. Ich mache einen kleinen Schnitt in deiner Brust, führe die Ballonpumpe durch die Aorta und lasse sie aus der linken Körperseite herausragen.
Weiter sagt er, wir bohren ein Loch für eine Titanscheibe hinter dem Brustkorb. Drähte, die von einem iPad gesteuert werden, kommen heraus. An diese Pumpe angeschlossen, etwa so groß wie eine Brotdose. Er sagte, sie wird dein Herz pumpen, bis ein Spenderherz da ist. Ich sagte, wow, das ist fantastisch, Doktor. Wie viele hatten dieses Ding schon? Er sagte, genau das ist es. Abgesehen von einem Mann, der das Gerät etwa 24 Stunden nutzte, er hatte Glück, dass schnell ein Spenderherz verfügbar war. Er meinte, du seist eigentlich unser erster echter klinischer Test, da wir bisher nur an Kühen und Schweinen getestet haben. Er sagte, du hast eigentlich keine Wahl. Also sagte ich, wo unterschreibe ich, Mann, und meldete mich an. Er meinte, wir bräuchten 3 Wochen Daten. Um zu beweisen, dass wir mit klinischen Studien fortfahren können, sagte ich der FDA, hey Alex, ich habe mich für das angemeldet. Das Beste, was mir je widerfahren ist. Die Pumpe wird landesweit eingesetzt und die Leute nehmen sie mit, warten auf ein Wow. Also ja, es ist wirklich beeindruckend. Coole Technologie. In Ordnung. Also jetzt bist du in Chicago. Wann taucht dieses magische Herz auf? Nun, das ist passiert. Und ich möchte nicht zu viel aus dem Buch verraten, aber genug, um Ihnen einen Eindruck von der Geschichte zu geben. Also, was passiert ist, bei mir wurde ein weiteres Gesundheitsproblem festgestellt, was überraschend kam. Ich bin 56, ein gesunder Kerl, trainiere viel, hatte einen seltsamen Unfall. Jetzt bin ich hier. Sie finden ein weiteres Gesundheitsproblem. Dr. Uriel erscheint mit circa 5 Ärzten. Er benötigte moralische Unterstützung. Rob, beginnt er, ich muss dir etwas sagen. Wir können dich nicht transplantieren. Es handelte sich um eine Krebsart. Er sagte also, schau, weil du den Rest deines Lebens Immunsuppressiva nehmen musst. Und die Theorie ist, dass unter Immunsuppressiva dieser Krebs in deinem Körper einfach explodieren wird. Und da Herzen so knapp sind, lässt die Bundesregierung nicht zu, dass wir eines verschwenden. Also sagte er, es ist die Irrwahrheit oder nichts. Ich schrieb die leidenschaftliche Nachricht, als er mein Zimmer verließ. Ich werde dir jetzt sagen, was mein Plan ist. Sollte ich auch nur eine einzige andere Person mit deiner Erkrankung im ganzen Land finden. Ich werde einen Antrag für eine Sonderkategorie stellen, um zu sehen, ob wir eine Transplantation für dich organisieren können. Ich sagte, okay, super. Während er das veranlasste, wurde ich schwächer. Ich wiege jetzt etwa 79 Kilo, Alex. Zuvor war ich auf rund 60 Kilo abgemagert. Ich sah aus wie ein Skelett. Mein ältester Bruder nannte mich einen greisen Zauberer mit Kinderstimme. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Also was passiert ist. Eines Nachts, genau ich befand mich im 8. Stock des University of Chicago Medicine. Mein Zimmer hatte Blick auf den Lake Michigan und ich bin zu müde, um zu kämpfen. Seit 20 Jahren leide ich unter Schlafmangel, da ich mein Kind mit besonderen Bedürfnissen pflege. Zusätzlich wurde ich von der Transplantationsliste gestrichen und habe Krebs. All das passiert gerade. Es ist mir peinlich, aber in jener Nacht brach unerwartet ein verrückter Sturm los. Es war das wildeste Ereignis, das ich je erlebt habe. Der Sturm peitschte vom See herauf und plötzlich gab es Blitze und diese dunklen Wolken zogen auf. Und im 8. Stock ist es, als wärst du mitten im Himmel und Wasser schlägt nur so gegen das Fenster. Und ich hatte diese Lebensrückschau, diese Momente der Dinge, die mir am peinlichsten und am furchterregendsten waren. Und ich wurde wie ein Magnet. Ich zog alles an, so viel negative Energie wie nur möglich. Ich war wie eine Stange für negative Energie, Mann. Und all diese Dinge schossen mir durch den Kopf. Und ich gab einfach auf. Und ich schrie nur heraus, macht mit mir, was ihr wollt. Und als ich mich ergab. Ich habe gelernt, dass Hingabe und das Aufgeben des Egos, sich selbst zu verlieren, äußerst mächtig ist. Das wurde mir rückblickend klar, als ich mich aufgab. Da wurde ich emporgehoben. Und das war der Zeitpunkt meiner zweiten und tiefgreifendsten Nahtoderfahrung. Und so beschreibe ich das. Es ist schwer in Worte zu fassen. Aber das Erste, was ich sah, ist, dass ich mich plötzlich mitten im Nichts stehend wiederfand. Da stand ich ganz allein mitten im Nirgendwo. Es war fast so, als blickte man an einem klaren Tag aus einem Flugzeugfenster. Man schwebt
schaut hinaus und sieht nur endloses Blau. Man sieht alles, doch eigentlich nichts Konkretes, nur Leere. Und so endete der erste Teil meiner Erfahrung. Ich stehe mitten im Nirgendwo, umgeben von Dunkelheit, ich sehe nichts. Aber dann sah ich hinunter, ich erblickte mich in meinem geschwächten Körper, im grünen Krankenhauskittel, mit dem frischen Puls, der mein Herz trieb, und all den Infusionen, die in mich flossen. All das passierte zugleich. Ich stand mitten im Nirgendwo, vollkommen und intakt. Und ich stehe da und sage mir selbst, was ist hier los? Und dann plötzlich beginne ich zu hören, ganz ähnlich wie ich Frostys Stimme und Dr. Patels Stimme gehört habe. Ich fing an, Dinge zu hören, denn an diesem Ort, zumindest für mich, ich weiß, jeder macht, wie du zu Beginn erwähnt hast, seine eigenen Erfahrungen. Für mich, an diesem Ort haben die 5 Sinne keine Funktion. Mit anderen Worten, ich konnte nichts fühlen. Ich konnte nichts riechen. Ich erblickte keine Engel. Ich erblickte Jesus Christus nicht. Ich erblickte Gott nicht. Ich erblickte nichts dergleichen. Alles, was ich sagen kann, ist, es war, als wäre ich mit der unermesslichen Weisheit des Universums verbunden, ganz ohne Worte. Es war, als bestünde ich aus Sandkörnern, die jemand aufhob und in starken Wind warf, der mich in einen unendlichen, zeitlosen Raum verstreute, den ich nicht fassen konnte. Und ich begann Gott offenbarte mir Konzepte, die ich vollkommen verstand. An jenem Ort begann ich, Dinge zu verstehen wie: Ich bin allmächtig. Das ist eine wahre Identität. Das ist die Kraft hinter allem. Das ist die göttliche Quelle. Und als diese Dinge in mich eindrangen und ich zu verstehen begann, dass ich mich an diesem Ort befand, den ich im Buch das Ätherische nenne, in diesem ätherischen Raum. Fast so, als ob ich brauchte lediglich an eine einzige Frage zu denken und sogleich wurde sie mir beantwortet. Und ich begann mir zu sagen, wow, das ist einfach. Alles ist hier verbunden. Wir sind alle eins. Es war diese Botschaft von Einheit und Ganzheit. Ein seltsames Ereignis passierte mir. Ich sah einen Lebensrückblick von den Krankenschwestern, die sich um mich kümmerten, aber nur von denen, über die ich negative Annahmen hatte, was unglaublich war. Ich blicke hinunter und sehe Krankenschwestern, die in die Zimmer der Patienten ein- und ausgehen. Und ich sehe diejenigen, an denen ich am meisten Kritik geübt habe und über die ich Annahmen gemacht hatte. Und wir alle möchten denken, dass wir nicht voreingenommen sind und keine negativen Annahmen über Menschen treffen, aber das tun wir. Und ich sah fast wie auf mehreren Fernsehbildschirmen das verrückteste Ding. Ich begann, ihr Leben zu sehen, in einer Regression von Ereignissen. Es war fast so, als wüssten wir, wie Zeichentrickfilme entstehen. Du zeichnest jedes des Charakters und dann blätterst du diese Seiten schnell um und es entsteht Bewegung. Nun, ihr Leben lief rückwärts in der Zeit ab. Und immer wenn da war ein einschneidendes Ereignis, so etwas wie Missbrauch oder eine persönliche Entscheidung, vielleicht eine schlechte oder ein tragischer Unfall, der Film würde für einen Moment innehalten, um mir zu offenbaren, was dieser Person widerfahren war. Und dann wäre es an der Zeit, dass dieses Ereignis vorüber ist. Es bildete ab, wer diese Person geworden war und warum. Und ich dachte bei mir, während ich dort stand, wie konnte ich diese Leute jemals so hart urteilen? Und dann sah ich meinen eigenen Lebensrückblick, der wirklich schwer anzusehen war. Die Dinge, für die ich mich am meisten schämte und die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht hatte. Und in diesem Moment, ich wusste, dass ich mir vergeben musste. Ich vergab mir selbst. Und ich hatte mich noch nie so frei gefühlt. Und ich wusste, dass als Menschen können wir nur auf Grundlage der Informationen handeln, die uns zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Ich meine, das ist einfach so. Das ist das Leben. Die Dinge, die ich jetzt mit 62 mache, hätte ich mit 16 niemals in Betracht gezogen.
Und wir treffen diese Entscheidungen in unserem Leben. Und es ist ein fortlaufender Prozess. Und hoffentlich entwickeln wir uns ständig weiter zu etwas Größerem und Besserem. Aber das war nur der erste Teil meiner Erfahrungen. Und dann geschah eines der unglaublichsten Dinge, das, was dem Buch seinen Namen gibt, die Quarks des Lichts. Ich begann zu sehen, und das war die einzige Weise dafür, es zu beschreiben. Es war beinahe wie ein Netzwerk aus Lichtern erschien, und es war fast so, als ob es sah aus wie dieses weite Netzwerk von funkelnden Lichtern oder Lichtquanten, Lichtfunken, das uns alle verbindet. Und es war wie ein wunderschöner Wandteppich, gewoben, an der Decke des Universums aufgehängt. Und es erstreckte sich ins Unendliche. Und wie ich es beschreibe, es ist gewissermaßen wie ein Neuron im Gehirn. Und wir wissen aus dem Biologieunterricht, das Neuron hat einen Zellkern, dann hat es Tentakel und Dendriten und sie verflechten sich, und so funktioniert unser Gehirn. Ich habe gelernt, dass eine Pflanze auch so funktioniert, ein Sonnensystem, alles funktioniert so, es ist dasselbe Muster. Und diese Quarks, nebenbei bemerkt, bestehen aus Licht. Quarks, die kleinsten Bausteine der Materie, verbinden sich und erschaffen unendliche Möglichkeiten im Universum. Diese Lichtquarks formen Personen, Bäume, Pflanzen, Hunde. Ihre spezifische Form ist dabei unwichtig. Sie können sogar ganze Sonnensysteme erschaffen. Und ich wusste an diesem Ort, dass dieses Netz aus Lichtern, das scheinbar ins Unendliche expandierte, dass jeder dieser kleinen Kerne ein Leben repräsentierte, dass jeder kleine Lichtfunke, jedes winzige Lichtquant ein Leben war. Als ich das sah, wurde mir klar, dass wir so alle miteinander verbunden sind. An diesem Ort, ich erinnere mich, dachte ich, indem ich mir schade, verletze ich alles Verbundene, aber bei Liebe breitet sich Licht aus. Und es ist irgendwie so, ich wusste an jenem Ort, dass dieses Licht in jedem von uns ist, diese göttliche Energie, mit der wir alle geboren werden. Sie verbindet uns und hält uns zusammen. Belebte und unbelebte Objekte sind aus demselben Stoff gemacht. Ich erinnerte mich, wie ich dachte, wow, es ist so einfach. Das ist der einzige Weg, wie der Schöpfer diese Formel hätte entwerfen können. Derselbe Stoff erschafft einfach aus demselben. Alles dreht sich um Licht, und es gab diese universelle Sprache, die durch dieses Netz gesprochen wurde, und diese Sprache war die Liebe. Liebe ist die Grundlage für alles. Liebe und Licht und Gott sind eins. Das habe ich in jenem Raum gelernt, das glaube ich, dann aus heiterem Himmel. Eines der tiefgreifendsten Dinge, die mein Leben verändert haben in dieser vergänglichen Welt, meine Tochter Maria. Sie leidet an Rett-Syndrom, welches sich wie ein Konglomerat unangenehmer Symptome darstellt. Sie ist unfähig zu sprechen, zu laufen oder sich selbst zu ernähren. Die Erkrankung ähnelt einer schweren Form von Autismus, kombiniert mit Zerebralparese. Ständig ist sie damit beschäftigt, ihre Hände zu wringen. Sie bringt immer wieder ihre Hände. Es ist schwer, damit zu kämpfen, selbst jetzt, wo ich die Quelle unserer Spiritualität kenne. Aber sie täglich in der irdischen Welt zu sehen, bleibt eine Herausforderung. Doch an jenem Ort, immer wieder. Dort existiert keine Sprache, wie wir sie kennen. Die Kommunikation, oder besser formuliert, ist auf eine Art und Weise telepathisch und dabei vollkommen synchron. Man braucht nur an etwas zu denken, und im selben Moment erhält man bereits die Antwort. Also, ich befinde mich mitten im Nirgendwo, eingebunden in dieses Netzwerk, und auf einmal erscheint Maria. Meine Tochter kommt. Sie erscheint mir vollkommen und unversehrt. Sie strahlte ein Licht aus, das durch sie schimmerte, anders als alles Sichtbare. Keine Glühbirne, kein Sonnenlicht, nichts Bekanntes. Es war ein göttliches, spirituelles Licht, das das gesamte Leben durchwirkt. Es strahlt einfach durch sie hindurch, und sie steht dort. Und wir haben nie miteinander gesprochen. Ich fragte sie an jenem Ort, Maria, ich habe dich nie meinen Namen sagen hören. Nie hörte ich liebe dich, Papa. Deine Mutter und ich haben dich überall hin mitgenommen, aber wir wissen einfach nicht mehr, was wir noch für dich tun können, wenn du leidest.
Und sie sagte 3 Worte, die mein Leben veränderten. Ich sagte, was kann ich tun? Sie liebt mich einfach. Und als sie sagte, lieb mich einfach, ich rief in diesen ätherischen Raum hinein und ich sagte, ich will nie diesen Ort verlassen. Als ich sagte, ich will diesen Ort nie verlassen, ich fand mich zurück in meinem Krankenhausbett wieder und das war das Ende meiner Erfahrung. Mein Gott, Rob, das ist so tiefgründig. Eine so tiefgreifende Erfahrung. Es ist anders als alles bisherige. Also definitiv einzigartig. Sind Sie während des Prozesses gestorben oder einfach noch in diesem Zustand? Diesen seltsamen Zustand, der es Ihnen ermöglichte, hierher zu gelangen? Ja, das habe ich nicht. Kurz davor, ich spreche darüber in dem Buch, kurz bevor ich aufgeben wollte, setzte Tachykardie ein. Die Krankenschwester eilte herein und sagte, es gäbe keinen Grund für die Tachykardie. Was passiert mit Ihnen? Sie injizierte, glaube ich, Magnesium in meinen Tropf und ging dann. Das war der Moment, in dem ich eine dunkle Nacht der Seele durchlebte, mich an vieles erinnerte und zahlreiche Erinnerungen über mich hereinbrachen und gab mich dann hin. Also es war nicht wie die Nacht, als mein Herz stehen blieb. Ich kann sagen, es war eine ganz andere Erfahrung. Ich habe mich verflucht, als ich sagte, ich wolle diesen Ort niemals verlassen, denn ich landete wieder in meinem Bett. Aber so viel kann ich Ihnen sagen nach dieser Erfahrung. Mir war wirklich egal, ob ein Spenderherz kam. Weil du wusstest, wohin du gehst. Nicht nur war mir klar, wohin ich ging, sondern ich war mir auch zutiefst bewusst, dass, obwohl ich es täglich mit ansehen muss, wie meine Tochter hier leidet, sie in ihrer Art perfekt und vollkommen ist. Und dann ist da dieses Grinsen, das sie zeigt, wenn wir gemeinsam schwere Zeiten durchgestanden haben, die vergangenen 25 Jahre lang. Es gibt dieses Grinsen, das sie mir schenkt, besonders wenn sie einen Anfall hat oder verrückte Dinge passieren. Und ich sah dieses Grinsen, als sie zu mir kam und sagte, lieb mich einfach. Und ich wusste, das war der Hinweis, dass unabhängig davon, was hier passiert, das Beste an ihr unantastbar ist. Sie ist also perfekt so. Und wer würde schon zurück wollen, nicht wahr, zu all dem hier? Ich wusste, ich musste zurückkommen, meine Geschichte teilen. Ich wusste, ich musste zurückkommen, um meiner Frau und Maria sicher hinüber zu helfen. Ich wusste, ich hatte noch viel zu erledigen. Aber an jenem Ort, als ich mich wieder in meinem Bett fand, war es mir wirklich egal über ein Herz. Ja, das ist richtig. Es ist faszinierend. Je mehr ich mit Menschen spreche, die beinahe Dex-Erfahrungen hatten, und je mehr ich diese Sendung mache, die Dinge werden zunehmend klarer und immer klarer. Was ist auf der anderen Seite? Was sind wir wirklich? Ich stelle diese Fragen ständig jedem, denn es gibt so viele Menschen auf der Suche und ich denke, dass gerade jetzt so viel in der Welt passiert, was uns alle wirklich auf die Probe stellt. Ja, aber wenn wir ein Verständnis haben, ein wenig klares Verständnis ohne Dogma, ohne Angst und Wut, es ist Frieden. Mit Wissen herumtragen. Und obwohl ich keine Nahtoderfahrung erlebt habe, trage ich dieses Wissen im Kopf und es hilft mir, den Tag zu meistern. Das ist schwer. Das ist nicht einfach. Und wir sind wohl in eines der besten, sogenannten einfachsten Länder, um auf der Welt zu leben. Wir haben Wasser, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Essen. So viel Essen, wie wir wollen, wann immer wir es wollen. Wir könnten buchstäblich rund um die Uhr 7 Tage die Woche essen, wenn wir es wirklich wollten. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Es gibt also viele andere Menschen, die viel, viel schwierigere Zeiten durchmachen als du oder ich. Und trotz allem ist es manchmal wirklich schwer, einfach nur den Tag zu überstehen. Du hast recht. Lass mich eine Frage stellen.
Hast du am Ende wirklich ein Herz bekommen? Ich will nicht, dass du alles verrätst, aber hast du tatsächlich ein Herz erhalten? Glaubst du an eine spirituelle Verbindung mit dem Spender dieses Herzens? Denn das ist ein echtes Wunder, das eine Art Verbindung sein muss. Ich scheue mich, das Wort zu nutzen, doch karmische Verbindung von Bobs Herz. Bob so, okay, was ist dein Zweck hier? Ich werde mein Ding machen. Aber eigentlich, ich bin hier, weil ich Rob versprochen habe, dass er durch einige Sachen durch muss. Und in diesem Leben werde ich ihm dabei helfen. Fühlst du eine spirituelle Verbindung zu der Person, die gespendet hat? Übrigens, du bist nah dran, du verstehst es. Ich bin weder intuitiv, Medium noch Hellseher. Ich habe einfach ein Gefühl. Nun, lass uns. Ich sage dir, das ist pure Wissenschaft. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, weil es mich verrückt machte. So tief bin ich eingetaucht in meinem Buch dahinter. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass das Herz besitzt ein eigenes Gehirn. Bei der Betrachtung dieser Tatsache stoßen wir auf grundlegende physiologische Prozesse. Im Mutterleib entwickelt sich das Herz als erstes, denn es muss Blut und Sauerstoff in andere Körperteile pumpen, damit sie wachsen können, vor allem das Gehirn. Deshalb bildet das Herz sein eigenes Gehirn aus. Tatsächlich könnte ich Ihnen viele Artikel dazu senden, die belegen, dass solche Zellen im Herzen lokalisiert sind. Das Herz kommuniziert also zuerst mit dem Gehirn. Es ist nicht umgekehrt. Und das Herz kommuniziert auf 4 Arten mit dem Gehirn. Im Grunde genommen kommuniziert es neurologisch, indem es biophysikalisch durch Pulswellen kommuniziert. Und dann, was am interessantesten ist, kommuniziert es durch elektromagnetische Wellen, ähnlich wie ein Mobiltelefon während unserer Entwicklung. Das Herz speichert viele unserer Vorlieben, Musik, Emotionen, Essensvorlieben, all diese Dinge. Es muss das tun, denn diese kommunizieren. Der einzige Grund, warum Herztransplantationen funktionieren, ist, weil wenn man jemandes Herz entfernt und in den Müll wirft, um es durch ein anderes zu ersetzen, gelingt dies, weil das Herz ein eigenes Gehirn besitzt und neue Verbindungen knüpft, um sich im neuen Körper zurechtzufinden. Das Herz einer anderen Person ist mit diesen Erinnerungen gespeichert und ich finde mich selbst von dieser Person geleitet zu werden, mehr als du denken magst, emotional. Meine Frau lacht über mich wegen gewisser Esssüchte in den ersten 2 Jahren. Ich bin kein Junkfood-Fan, konnte aber M&Ms einfach nicht widerstehen. Es ist verrückt. Eine Frau, über die wir oft auf meiner Etage reden, bekam 8 Monate vor mir ein neues Herz. Sie hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Frisch nach einer Herztransplantation trieb sie das Pflegepersonal in den Wahnsinn, forderte unablässig Schokoladenmilch. Sie schickte die Schwestern pausenlos los, um ihr Schokoladenmilch zu holen. Sie konnte einfach nicht genug davon bekommen. Nicht genug. Sie hatte Glück, die Eltern ihrer Spenderin zu treffen, einer jungen Frau, die bei einem Unfall starb. Respektvoll fragte sie: Darf ich Ihnen etwas fragen? Was ist da los? Hat Ihre Tochter Schokomilch gemocht? Und Sie waren wie: Oh mein Gott, das ist nicht Ihr Ernst. Sie war süchtig danach. Wir mussten immer so etwa 11 Liter Schokomilch im Kühlschrank haben. Das ist etwas, das die Wissenschaft natürlich Jahre gebraucht hat, um zu verstehen und zu beweisen, anstatt nur Anekdoten, die man von anderen Transplantierten hört. Aber ich könnte den ganzen Tag über diese Geschichten reden. Es ist also irgendwie interessant, dass ich ein wenig davon preisgebe. In mir steckt also eine junge Frau. Mein Herz bekam ich 3 Monate bevor meine Tochter Maria geboren wurde. Maria war damals 20, genau wie die Spenderin. Und sie ist auch gestorben durch Suizid. Und das muss ich sagen. Ich werde noch einmal auf etwas zurückkommen, das Sie erwähnt hatten, nämlich Bobs Herz. Und ich muss diese Sache erfüllen. Und das führt alles zurück auf den Sinn und einige Dinge, die wir über das Spirituelle noch nicht verstehen. Seele und all diese Dinge, die wir erleben. Aber
Es dauerte 2 Jahre, bis ich schließlich den Vater des Spenders traf. Wir trafen uns bei Denny's und es gab all diese sogenannten Zufälle, die sich entwirren begannen, als wir ins Gespräch kamen. Er hatte ihren Computer dabei, Fotos und viele andere Dinge. Es stellte sich heraus, dieses Mädchen wollte immer mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen arbeiten. Sie hatte stets ein großes Herz für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und griff ein, wenn diese gemobbt wurden, und beschützte sie in der Oberstufe. Sie war eine geborene Künstlerin, die nie Unterricht nahm. Meine Mutter, italienische Einwanderin, hatte nie Unterricht, liebte aber das Zeichnen und war eine natürliche Künstlerin. Ihre Bleistiftskizzen bewahren wir, meine Brüder und ich, in ihrem Portfolio. Es zeigt sich, dass diese Frau, ihr Name ist übrigens Molly, also Molly, die ihren Namen mit einem I schreibt. Sie hat ihr I immer als Herzchen geschrieben, ironischerweise auf ihrem Grabstein als ein Herzchen, M-O-L-L-I. Molly hatte einige der gleichen Bilder, die sie ironischerweise gezeichnet hat, waren mit Bleistift skizziert. Ihre Striche und die Nutzung von Schwarz und Weiß zum Abtönen, genau wie meine Mutter. Und dann noch dazu. Die Marguerite war ihre Lieblingsblume, deshalb trug sie ein Tattoo davon, eine mit Stiel und 3 Blüten auf der Schulter. Mein Vater liebte Margeriten über alles. Und ironischerweise gibt es da dieses eine Foto. Ich habe meinen Vater nie gekannt. Er kam in einem Stahlwerk ums Leben, als ich 5 war, aber wir hatten diesen großen Garten hinter unserem Haus in Pennsylvania und er pflanzte immer Margeriten in die vorderste Reihe des Gartens. Und da gibt es dieses ikonische Foto von ihm, wie er hinter den Margeriten kniet vor dem Garten, das in meiner Familie herumgereicht wird, von meinem Vater. Also all diese sogenannten Zufälle ließ mich denken. Ist Molly aus dem Netz entstanden, das uns verbindet? War es ihr Schicksal, mir ein Herz zu schenken, ihre Bestimmung, ihre Mission hier zu erfüllen? Ich weiß es nicht. Ich denke wirklich, es war so. Denn jetzt gibt sie es durch mich weiter und sie gibt mir das Leben, um weiterhin für meine Tochter zu sorgen. Und sie bringt mich auch dazu, mit vielen verschiedenen Gruppen im ganzen Land zu sprechen. Eltern zu unterstützen, deren Kinder entweder durch Suizid oder anderen Dingen, um ihnen Hoffnung und Heilung zu geben. Also Alex, ich bin voll dabei bei dem Ganzen, Mann. Ich glaube nicht, dass irgendwas davon Zufall oder so ist. Kein abgehobenes Zeug. Es ist alles faszinierend und eine wunderschöne Verwandlung. Ja, für mich ebenso. Ich sage den Leuten immer, ob du es glaubst oder nicht, ist irrelevant. Es ist mir egal. Es geht darum, was für dich wahr ist. Und wenn es dich anspricht, prima. Wenn nicht, wenn es nur eine unterhaltsame Geschichte ist, auch gut. Ich finde immer, dass, wenn du einer guten Geschichte lauschst, selbst wenn du sie nur betrachtest, auf einer Ebene unterbewusst, sie auf einer anderen Ebene einwirkt und sie könnte Effekte auf dich haben, die du vielleicht gar nicht realisierst, vielleicht erst Jahre später. Wenn du jetzt eine gute Geschichte hörst, erscheint sie dir vielleicht sinnlos, weil du gerade keine Schwierigkeiten erlebst. Aber ich verspreche dir, wenn jemand das hört und plötzlich erfährt, oh mein Gott, du hast nur noch 6 Monate, wird diese Person wahrscheinlich zurückkehren und die Geschichte erneut anhören, weil sie dann denkt, jetzt verstehe ich. Jetzt spricht diese Geschichte zu mir. Viel mehr als früher, als ich in einer Bar Bier trank. Es lehrt dich, gründlich nachzudenken. Das ist es, was es mich gelehrt hat. Dein Leben vom Ende her zu betrachten, nicht vom Anfang. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, versuche ich täglich vom Ende aus zu planen und rückwärts zu arbeiten. Das hat mich am meisten in Beschlag genommen, als das Milramon in meinem Herzen pulsierte und es Schlag, Schlag, Schlag machte. Du könntest jederzeit sterben. Was habe ich mit meinem Leben erreicht? Ja, worauf bin ich am meisten stolz? Ja, dass ich meinen Zweck erfülle. Und das ist eine wichtige Lektion, die ich lernte aus meinen Erfahrungen und hoffe, andere lernen auch daraus.
Ich sage, was ich meine. Mit dem Älterwerden beginnt man diese Gespräche im Kopf zu führen, weißt du? Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch vor mir habe, aber ich weiß nicht mehr, ob ich dem Ende näher bin als dem Anfang. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin fast 50, also ich gehe jetzt. Was soll ich mit der verbleibenden Zeit tun? Ich fühle, als hätte ich viel Zeit vergeudet. Das denken wohl viele. Meine Zwanziger erscheinen als verschwommener Fleck, eine Zeitverschwendung. Ich dachte, mein Körper sei in schlechter Verfassung. Aber nein, das war nicht wahr. Mit 20 warst du wunderschön. Mit 20 konntest du auch in schlechter Verfassung Dinge tun, die heute nicht mehr gehen. Ja, genau. Wie geht's? Dein Rücken war fantastisch. Ich konnte nicht fühlen, wann es regnen würde, durch die Schmerzen in meinem Körper wie früher. Ja, ich verstehe, Mann. Aber das sind eben die Dinge, die man bedenkt, wenn man älter wird. Im Laufe des Lebens beginnt man zu überlegen, ich mag den Gedanken, auf das Ende zu schauen und zurückzublicken. Okay, was mache ich mit der Zeit, die mir bleibt? Niemandem ist mehr als der gegenwärtige Augenblick sicher. Niemandem zu keiner Zeit, wie du sehr gut weißt. Es könnte sich alles im Handumdrehen ändern. Es könnte sich alles blitzartig ändern. Also, was willst du mit der Zeit anfangen, die dir noch bleibt? Nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, wie verstehst du nun die Welt? Gott oder die schöpferische Kraft, diese Quelle, diese ist alles und das ist es. Derjenige, der hinter all diesen Dingen steht, wie verstehst du das in diesem Moment? Nun, das ist eine sehr weit gefasste Frage, aber ich vertiefe mein Verständnis stetig. In meinem Buch gibt es ein Kapitel namens Alles ist eins, das meinen Horizont erweitert hat. Alle Ärzte, ich war wirklich gesegnet, dass sich ein Arzt aus nahezu jeder Weltreligion um mich gekümmert hat. Ich meine wirklich alles, von den Christen, von Sikhs zu Hindus. Es waren einfach verrückte Muslime, wirklich jeder unter der Sonne, so ziemlich. Was ich herausfand, ich erforschte all diese Weltreligionen und die Mauern, die errichtet werden, stehen zwischen allem und verursachen viele Probleme. Doch wenn wir nur verstehen könnten, dass sie in ihrer reinsten Form existieren, Liebe, sie ist im Kern all dieser Dinge. Und Liebe ist die universelle Sprache, die der Schöpfer spricht. Alles gehört zur Natur. Alles besteht aus demselben. Das ist das Wissen. Eine der größten Lektionen, die ich gelernt habe, ist folgende. Nach meiner Transplantation musste ich ein Jahr allein in einer Chicagoer Wohnung leben. Das Krankenhaus war verantwortlich für mich. Bei Komplikationen hätte ich sterben können und das Krankenhaus hätte seine Transplantationslizenz verlieren können. Deshalb durfte ich nicht zu meiner Frau und Tochter nach Hause. Du bist sehr infektionsgefährdet und genau da fand ich meinen Weg. Ich intensivierte täglich meine Meditation. Genau das versuchte ich zu tun. Und es war alles Unsinn. Ich versuchte wieder in diesen ätherischen Raum zu gelangen. Sicher. Ich konnte nicht mich abfinden mit und ich rang damit all den Dingen, die in der Welt vor sich gehen, wie du gesprochen hast. Und dann dieser ätherische Raum, wo wir mit allem verbunden sind. Es ist göttliche Liebe und Energie. Und ich hatte Besuch von einem Kerl und ich möchte darauf nicht eingehen, denn die Geschichte ist zu lang. Aber hier ist, was ich herausfinden musste. Wir müssen lernen, in allem das Göttliche zu erkennen. Sobald wir lernen, das Göttliche in allem zu sehen. Wir müssen die Erde nicht verlassen, um den Schöpfer zu erfahren, denn er ist überall um uns. Wissen Sie, ich verbrachte 6 Monate in Chicago meditierend, um in diesen ätherischen Raum zu gelangen, nur um dann herunterzukommen, den Fernseher anzumachen und die Weltgeschehnisse zu sehen. Doch wenn wir uns täglich mit göttlicher Liebe und Energie verbinden, ich bin Christ, doch jetzt erkenne ich, dass es mehrere Wege gibt, um zum Schöpfer zu gelangen. Solange wir diesen Pfad beschreiten, um die göttliche Liebe und Energie zu verstehen, die alles erschuf, dann sollten wir nicht über andere Pfade zu dieser Quelle urteilen, denn solange sie niemandem schaden
und sich in diesem Raum der Einheit befinden und versuchen, diese Quelle göttlicher Liebe und Energie zu suchen, dann ist es in Ordnung. Ich wollte sagen, es ist so ähnlich wie verschiedene Sprachen zu sprechen. Nur weil du Spanisch sprichst oder Französisch, du kommunizierst dennoch, keine Sprache ist richtig oder falsch. Es ist nur Kommunikation. Perfekte Analogie. Nein, Religion ist richtig oder falsch. Ja, es könnte Elemente geben, es könnte Dogmen geben, es könnte Dinge geben, mit denen wir nicht alle übereinstimmen. Aber im Kern der Religion, allgemein gesprochen, ich will nicht sagen, bei allen Religionen, aber im Allgemeinen, die größten Hits, diejenigen, die schon ein paar tausend Jahre existieren, nicht die, die letzte Woche entstanden sind. Sie beginnen alle mit Liebe und zielen darauf ab, eine Verbindung zu Gott, zur Quelle, zur schöpferischen Kraft oder wie man es nennen will, zum Universum herzustellen. Das ist der Kern der meisten großen alten Religionen. Es gibt kein absolutes richtig oder falsch. Wenn du als Muslim geboren wurdest, es macht dich nicht falsch. Wenn du als Christ, Jude, Sikh oder Hindu geboren wurdest, sind das alles verschiedene Wege zum selben Ziel. Genauso wie Kommunikation, Sprache. Es geht um Kommunikation. Es ist genau dasselbe. Wir machen es nur auf unterschiedliche Weise. Es macht die Sache tatsächlich interessanter, wenn jeder Englisch sprechen würde. Ja, genau. Wenn jeder nur Spanisch oder nur Französisch oder Deutsch sprechen würde, es gibt keine Vielfalt. Wenn also jeder Christ oder nur eine Weltreligion existierte und das alles wäre, was man kennt, ohne etwas anderes. Ich weiß nicht. Diese verschiedenen Aspekte gefallen mir irgendwie, denn ich habe auch viele Weltreligionen studiert. Und es gibt viele Gemeinsamkeiten, viele gemeinsame Elemente in großen Weltreligionen. Aber jeder hat ihren eigenen Charakter. Man sollte nicht urteilen, noch den Weg eines anderen beurteilen. Als ich neulich mit jemandem sprach, der über ein Jahr obdachlos war, sagte er etwas so Tiefsinniges zu mir. Es war wirklich tiefgründig und es veränderte wirklich meine Sicht. Obdachlose, denn jetzt mehr denn je, besonders in einer Großstadt, sie sind überall und sie strecken immer ihre Hände aus und helfen immer. Und oft denkt man sich, da ist dieser urteilende Teil in einem, der sagt, such dir Arbeit, ich habe auch Arbeit. Und er sagte, du verstehst nicht, welche Geschichte diese Person hat. Du verstehst nicht, was sie durchmacht. Sie könnten dort sein wegen Umständen, die darüber hinausgehen. Ihre Schuld. Und dann habe ich mich geöffnet, um mehr zu lieben. Und jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, gehe ich immer aus dem Haus mit, $15, etwas Kleingeld, irgendetwas, damit, wenn diese Person deinen Weg kreuzt, du ihr etwas geben kannst. Und neulich habe ich einfach einen $10-Schein genommen und ihn einer Frau am Straßenrand gegeben. Und als sie die $10 bekam und ich ihr Gesicht sah, sie begann zu weinen, ging zurück, setzte sich auf ihre Stufe und weinte erneut. Sie betrachtete den $10-Schein, verstaute ihn in ihrer Tasche und dankte Gott dafür. Denn diese $10 waren ihr sehr wichtig. Für mich war das Gefühl unglaublich. Warum fühlen wir uns bemerkenswert, wenn wir solche Taten vollbringen? Aber wenn wir Schlechtes tun oder jemandem schaden, bekommen wir normalerweise keinen Endorphinschub, oder? Eines der Dinge, auf die ich nicht eingehen konnte, das entspricht genau dem, was du gerade gesagt hast. Als ich mit dem Netz aus Lichtern verbunden war, repräsentierten die Eigenheiten, die jedem Lichtquark entsprachen, verschiedene Leben. Manche Bereiche im Netz waren weniger hell und das waren die Orte, zu denen ich zuerst zurückkehrte. Ich dokumentiere alles in einem Tagebuch, das ich seit Marias Erkrankung führe. Dies hat mir sehr geholfen. Selbst in Krankenhäusern schrieb ich alles nieder, um mich nicht auf mein Gedächtnis verlassen zu müssen, denn das ist unzuverlässig. Also das Buch, obwohl ich 3 Jahre zum Schreiben brauchte, entstand fast von selbst, als ich meine Tagebücher herauszog. Aber diese dunkleren Orte im Netz waren jene, an denen Menschen nicht die Liebe und das spirituelle Licht, das durch uns alle strömt, verbreiteten.
Wenn wir mit Liebe geboren werden, tragen wir alle einen moralischen Kompass in uns und wissen instinktiv, was richtig und was falsch ist, unabhängig davon, was andere behaupten mögen. Deshalb wird unser Licht ein wenig dunkler, wenn wir etwas Negatives tun. Aber wenn wir etwas aus Liebe tun, erhellen wir auch den Weg für andere. Stellt euch also vor, wenn wir das alle täten, wie es aussehen würde. Dieses Netz. Ich denke, es spiegelt sich. Wenn wir mehr meditieren würden, wäre das Leben, denke ich, um einiges besser im Allgemeinen. Ja, ganz sicher. Sie erwähnten also, Missionen sind ein wichtiges Thema, das viel bedeutet. Ich spreche oft in meiner Sendung darüber, weil viele von uns sich verloren fühlen. Viele fühlen sich unverbunden und wissen nicht, warum sie hier sind oder was zu tun ist. Was ist Ihrer Erfahrung nach ein Weg, um mit unserer Lebensmission in Verbindung zu treten? Es kann Jahrzehnte dauern, sie zu finden, oder man erkennt sie vielleicht schon als Kind. Es hängt alles von der Seelenreise ab. Aber wenn du suchst, wie viele von uns, nach dem Sinn, dem Zweck unseres Daseins, was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist eine gute Frage, denn ich musste sterben, um das herauszufinden. Und es war nicht einfach nur ein schnelles, kleines Bum, Bum, Bum. Koma? Nein, es war ein Hämmern. 6 Monate bevor Molly zu mir kam. Hier ist, was ich zu sein glaube. Ich war kürzlich in einem Podcast, wo jemand schrieb, viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, ihre Mission zu erkennen. Sie leben in extremer Armut und wissen nicht, was ihre Bestimmung ist. Das ist ein Thema für sich, das ich jetzt nicht vertiefen will. Aber generell, wie wir besprechen, und Sie sagten, suchen die meisten von uns danach. Und das ist entscheidend. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns mit einer Mission zur Welt kommt. Wir werden mit einem Zweck geboren und es ist unsere Verantwortung herauszufinden, was das ist, denn dann leuchtet dieses Licht am hellsten. Wie du das herausfindest, ist, dass wir alle instinktiv wissen, was wir lieben und was uns leuchten lässt, wenn wir es tun. Ob es für manche Frauen ist es das Kochen, für andere ist es CEO zu sein, für manche Männer ist es Gitarre zu spielen, für andere ist es ein großartiger Verkäufer zu sein, was auch immer. Das Wahre erfüllt dich geistig und gibt dir diesen Kick. Das ist der Pfad, den du beschreiten musst, dein Leben damit zu verbringen, wirklich durch diesen Prozess zu wachsen, denn das ist deine Gabe, das ist zumindest meine Theorie. Ich glaube, deshalb bewundern wir den Sportler, Schauspieler, Musiker, Künstler. Sie wissen, was dieses Licht ist, kennen ihren Zweck, ihre Mission. Und egal, was um sie herum passiert, sie graben einfach tiefer, bis sie es perfektionieren, bis sie es erreichen, bis dieses Licht durch sie hindurch scheinen kann. Und dann kommen alle aus meilenweiter Entfernung, um sie zu sehen, nicht wahr? Und ich denke, das ist eine so wichtige Rolle, weil ich habe verstanden, dieses Netz, das ich sah, im Ätherischen. Es spiegelt wider, was auf der Erde geschieht, unser Tun. Oh, es beeinflusst unser geistiges Leben und umgekehrt. Dieses Netz symbolisiert den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, mit dem die Menschheit durch alle Zeiten zu ringen hatte. Es ist ein und dasselbe. Deshalb wiederholt sich die Geschichte. Also müssen wir es herausfinden. Was sagen Sie zu Leuten, die eine Idee von dieser Mission haben, aber aus Angst zögern, diesen Weg zu gehen? Sie sind ja Schauspieler. Im Showbiz weiß jeder, dass ich aus der Filmwelt komme. Als ich erklärte, ich werde Regisseur und gehe ins Kino, hätte ich ebenso gut sagen können, ich gehe zum Zirkus, so ungefähr. Es war Wahnsinn. Es gibt Wege, die sind hart oder ohne jede Sicherheit. Was also sagt man zu Leuten, denen ich sage, ich liebe es wirklich, Gitarre zu spielen? Und ich möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen, aber ich habe Angst, weil ich Anwalt bin. Und ich habe mir dieses Leben aufgebaut, bin aber nicht glücklich. Ich habe Angst, diese Veränderung zu wagen. Das passiert ständig. Mir ist es auch passiert.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich damit wohlgefühlt habe, als Teil meiner Ausdrucksweise dessen, was ich in dieser Welt tue. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Das Ego musste loslassen und all das Zeug. Was denkst du darüber? Ja, nein, Alex, hier ist der Punkt. Wir leben in einer Welt der Zeitlichkeit. Die Grundlagen zum Überleben, oder? Ich meine, wir müssen ein Dach über dem Kopf behalten. Wir haben Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Wir müssen bestimmte Dinge tun, um diese Existenz aufrechtzuerhalten, damit wir weiterhin an den Dingen arbeiten können, die uns am meisten am Herzen liegen. Für den Anwalt, der professioneller Gitarrist werden möchte, aber seine Kanzlei nicht aufgeben will, weißt du was, Mann? Er könnte abends Auftritte beginnen. Er kann eine Band finden, mit der er am Wochenende spielen kann. Er muss seinen Hauptberuf nicht unbedingt aufgeben, bis etwas kaputt geht. Denn weißt du was? Ich habe auch Freunde, die Musiker sind, und einer meiner Cousins ersten Grades lebt in New York. Er ist ein sehr erfolgreicher Musiker, aber er hat 10 bis 15 Jahre wirklich harte Kämpfe durchgestanden, um dorthin zu kommen. Aber weißt du was? Er hat seinen Job behalten. Seine Eltern halfen ihm. Es gibt also Wege, unserer Leidenschaft, unserem Traum oder unserer Mission zu folgen, nenne es wie du willst, ohne jegliche Vorsicht aufzugeben und dann bettelnd auf der Straße landen, nicht wahr? Also müssen wir verantwortungsbewusst sein und unser Handeln verantworten, aber es ist machbar. Ich habe Freunde, die Unternehmer sind, sie gehen ihrer Arbeit tagsüber für 8 Stunden nach und widmen abends 2 Stunden dem Aufbau ihres eigenen Geschäfts. Ich kenne die Geschichte von Stephen King, der großartige Autor. Und ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, wie er sein erstes Buch geschrieben hat, aber er schrieb es auf seinem Schoß, während er, ich glaube, in einer Wäscherei arbeitete. Und er hatte die Schreibmaschine auf seinem Schoß und tippte einfach Carrie. Carrie war sein erstes Buch. Und nachdem er es geschrieben hatte, war er so angewidert davon. Und jeder lehnte es ab. Jeder lehnte es ab. Er warf es in den Müll und sagte sich, ich habe das Schreiben satt. Ich bin fertig damit. Es ist vorbei. Seine Frau fand es beim Müll rausbringen, las es und sagte, hier steckt was drin, mach weiter. Übrigens sind sie immer noch zusammen. Einer der größten Schriftsteller seiner Generation. Es gibt Kämpfe, Schwierigkeiten, die eigene Mission zu finden. Hat man sie gefunden, braucht es Standhaftigkeit und Mumm, weiterzumachen und durchzubeißen. Aber wenn du mit deinem Tun glücklich bist, es wird leichter. Aber jeder Weg ist so unterschiedlich. Manche Leute einfach. Man hört diese Geschichten wie Lottogewinne von Leuten, die sagen, ich bin 20, ich habe mein erstes dies oder das gemacht und plötzlich bin ich Millionär. Ich denke, toll, du hast eine andere Reise, einen anderen Weg zu gehen. Du hast definitiv andere Kämpfe zu bestehen. Ich habe eine ziemlich tiefe Frage für dich und beim Vorbereiten unseres Gesprächs wollte ich dir diese Frage stellen. Hast du eine Botschaft für jemanden, der den Verlust eines geliebten Menschen durchlebt? Viele Hörer dieser Folge, besonders zum Thema Nahtoderfahrung, suchen Trost. Sie benötigen Komfort, sei es wegen eines kürzlichen Verlusts oder weil sie im Begriff sind, jemanden zu verlieren. Sie bereiten sich psychologisch vor oder bewältigen einen Verlust, der schon passiert ist. Mit deinen Erfahrungen, welche Botschaft gibst du diesen Menschen? Natürlich. Und ich denke, die beste Botschaft, über die ich bereits gesprochen habe, ist, meine Tochter als vollkommen und ganz zu sehen. Und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, meinen Schwager zu verlieren und dann auch Molly und wie sich alles wieder geschlossen hat. Und besonders meine Tochter Maria als vollkommen zu sehen, wie sie zu mir spricht und sagt, lieb mich einfach. Menschen müssen verstehen, dass wir zuerst geistige Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen und dass wir unsere Lieben wiedersehen werden, vollkommen und unversehrt. Wir werden bei ihnen sein. Aber am wichtigsten ist, dass sie immer hier bei uns sind, geistig.
Sie sind hier bei uns. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir alle aus demselben Ursprung, aus göttlicher Liebe und Licht stammen, und wenn wir begreifen, dass wir zu diesem Kollektiv zurückfinden, wieder mit dem Netz verbunden sind, alle eins werden und sie wiedersehen. Ich meine, das muss doch Hoffnung geben. Und lindere deinen Schmerz und lindere dein Leiden. Ich habe mit einigen verschiedenen Gruppen gesprochen. Eine davon heißt Hilfe für heilende Eltern. Und sie sind eine Gruppe, die bundesweit aktiv ist und sich nun sogar weiter ausdehnt. Und alle haben entweder ein Medium engagiert, in einem professionellen Medium, denn ich weiß, dass manche Menschen diese Gabe besitzen. Und sie alle konnten ihre Kinder kanalisieren. Sie konnten ihre Liebsten kanalisieren. Und es wurden auch viele Dokumentationen darüber gemacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass das meine Botschaft ist, dass wir alle eins sind. Wir kommen aus diesem göttlichen Ort der Liebe und des Lichts. Unsere Lieben sind in jenem Raum vollkommen und ganz. Und ich weiß, dass es manchmal schwer für uns ist, das zu begreifen. Es ist schwer zu erfassen, wenn wir in dieser vergänglichen Welt sind. Aber der Schleier ist sehr, sehr dünn und ich verbinde mich jeden Morgen durch Meditation und Gebet damit. So habe ich das Buch geschrieben. Ich bat darum, dass die Worte durch mich fließen, nicht von mir. Nur an manchen Tagen kam nichts heraus. Doch ich versichere Ihnen, konzentrieren Sie sich und finden Sie den Ort, wo Sie sich beruhigen und den Geist zur Ruhe bringen. Erreichen Sie diesen Raum. Beginnen diese Botschaften zu Ihnen kommen. Ich weiß, dass Sie in der Lage sein werden, Ihre Liebsten zu hören. Sie werden eine Verbindung zu ihnen aufbauen können. Und ich wette mit Ihnen, dass die Leute, die das hier hören, sich melden werden. Und wissen Sie, oft kommt der Geist durch. Nachdem Sie gegangen sind, kommunizieren Sie oft durch eines Ihrer Lieblingstiere. Sie tun alles, um Kontakt aufzunehmen und zu zeigen, dass Sie da sind, durch Engelzahlen, wie Dr. Patels Vater, der Sie antrieb, mich zu retten, wie Frosty, der mir versicherte, an einem guten Ort zu sein, und wie meine Tochter, die zu mir kam. Es ist da und real. Wir müssen lernen, uns damit zu verbinden. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die ich bereits in der Sendung erwähnte, aber sie wird Ihnen gefallen. Es geht um eine geliebte Tante, die verstorben ist. Sie war eine meiner engsten Tanten und ist vor einigen Jahren gestorben, etwa 2, 3 Jahre her. Und 2 oder 3 Tage, nachdem sie verstorben war, ich hatte gerade einige alte. Ich arbeitete an einem Projekt und sah mir einige alte VHS an. Und als ich diese VHS einlegte, überflog ich nur kurz den Inhalt. Und plötzlich, da war dieses Video, das ich mich nicht erinnere, in meiner Jugend gefilmt zu haben. Es war, als hätte ich erste Regieversuche gemacht und quasi das Thanksgiving-Essen bei meinem Vater gefilmt. Und da war sie, wunderschön jung. Gute Laune hatten. Meine Großmutter war da. Menschen, die ich verloren habe, waren da. Sie waren alle da. Aber es war einfach so. Das Timing war so lächerlich. 3 Tage nach ihrem Tod war ich schockiert. Ich filmte die Szene mit meinem iPhone und schickte das Video an meine Familie. Sie konnten es kaum glauben und sagten, oh mein Gott, es war ein wirklich tiefgreifender Moment, den ich erlebte. Sie nutzte mich, um es zu bekommen. War glücklich, aß. Es war eine schöne Zeit. Ich denke, es war ihre Art zu sagen, alles ist in Ordnung, es geht mir gut. Ja. Aber es war so tiefgründig, wirklich. Und es ist kein Zufall. 3 Tage nach ihrem Tod griff ich eine alte Videokassette, die 25 Jahre unberührt war. Beim zufälligen Ansehen, nur Tage nach ihrem Fortgang, fand ich unerwartet Filmmaterial, an das ich mich nicht erinnern konnte. Das ist verrückt. Ja, wie gesagt, Alex, Zufälle sind Gottes Art, anonym zu bleiben. Ganz genau. Nun, Rob, ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Mission in diesem Leben jetzt? Also, meine Mission ist, ich arbeite Vollzeit bei derselben Stahlfirma. Hat Ihnen das Leben gerettet, das Ihr Leben gerettet hat? Hat Leben gerettet. Ich mache das nebenbei, weil meine Mission ist es weiterzugeben. Die Geschichte zu erzählen, kann ich dir nicht sagen.
Hier ist der lohnendste Teil meines Lebens, Alex. Und übrigens, man verdient beim Schreiben eines Buches kein Geld, es sei denn, du bist berühmter Autor. Es gibt da keine finanzielle Anerkennung, aber meine Dankbarkeit rührt daher. Ich mache einen dieser Podcasts und die E-Mails, die ich von Leuten bekomme und manchmal Briefe. Leute haben mir Bücher geschickt und gesagt, du rettetest meiner Tochter das Leben. Sie hörte Ihren Podcast, der sie vor Selbstmord bewahrte. Ich kann nicht ausdrücken, wie viel mir das bedeutet hat, weil mein Sohn, der von uns gegangen ist, er redet mit mir in meinen Träumen. Es ist eine unglaublich erfüllende und wunderschöne Erfahrung. Und ich fange gerade erst an, denn jetzt gehe ich immer mehr nach draußen. Covid hat mich wirklich ausgebremst, aber es gibt so viele andere Organisationen, die mich gebeten haben, zu ihnen zu kommen und zu sprechen und die Geschichte zu erzählen. Vieles kam von Molly, die mich quasi angeschoben hat, vorwärts dies zu tun, weil es ist schwer, Zeit zu finden. Ich betreue ein Kind mit besonderen Bedürfnissen und habe einen Vollzeitjob. Doch es ist mir wichtig, diese Botschaft zu teilen, da viele Menschen leiden. Viele leiden durch den Verlust eines Geliebten, unbeantwortete Fragen, nicht wirklich daran glaubend, bis etwas passiert, eine Katastrophe. Das ist meine Mission. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Also ich spreche nur für mich, aber mein Hauptzweck ist spirituelles Wachstum, mehr darüber zu lernen, wie ich mit der Liebe und dem Licht des Göttlichen in Verbindung treten, ein besserer Mensch werden und mich positiv weiterentwickeln kann. Denn am Ende beim Buchschreiben habe ich stets eine Urne mit einem Teil von Frostys Asche, nicht allem, um mich zu erinnern, dass letztendlich am Ende werden wir nur zu einem Häufchen Staub. Das ist alles, was wir sind, nur Fleischklumpen ohne Geist, wie du sagtest. Es ist also so wichtig, dass wir diese Spiritualität entwickeln, die ich als Spiritualität der Ganzheit bezeichnen würde. Ein Verständnis dafür, wer wir sind, woher wir kommen, warum das so wichtig ist, zu erkennen, dass unsere wahre Identität von Gott kommt. Und wenn wir das tun und lernen, das Göttliche in allem zu sehen, es bedeutet Freiheit oder Freiheit, egal was in diesem Leben passiert, egal wie viel Geld wir verdienen oder welches Auto wir fahren oder welche Position wir innehaben, denn letztendlich ist das alles Tant. Am Ende ist unsere spirituelle Beziehung zum Schöpfer wirklich alles, was wir haben. Das ist alles. Und Rob, wo können die Leute dein erstaunliches Buch Kuriositäten des Lichts finden und mehr über deine Arbeit erfahren? Sie können auf meine Webseite gehen. Das ist robagentil.com. Das Buch ist auf Amazon oder bei jedem Buchhändler erhältlich. Es ist jetzt überall verfügbar, ebenso das Hörbuch auf allen Plattformen. Rob, es war ein absolutes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen nicht nur mit meiner Gemeinschaft, sondern mit der ganzen Welt geteilt hast. Und hoffentlich wird dieses Gespräch einigen Seelen auf ihrem Weg helfen. Ich schätze dich sehr, mein Freund. Ich hoffe es. Danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.